Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch versprochen, ich zeige euch, wie ich meine Farben fürs Acryl Puring abmische. Und aus diesem Grund wird heute ein bisschen gemixt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Legen wir direkt los. Okay meine Lieben, heute eine etwas andere Kameraperspektive, aber ich habe diese gewählt, damit ihr wirklich jeden Schritt hier gut beobachten könnt. Wir werden heute 4 Farben mischen. Ich habe mich für Titaniumweiß, Kaminrot, Kupferbronze und Oxidschwarz entschieden. Meine Grundfarben Schwarz und Weiß werde ich heute mit Puring Medium abmischen und meine Schimmerfarben mit Floetrol. Ihr könnt sehen, ich habe bereits meine Küchenwaage auf Milliliter gestellt. Wir werden uns heute 2 Basisfarben schaffen, einmal schwarz und einmal weiß. Das sind die Farben, die ich als Untergrund für meine Basis in meinen Videos verwende. Dementsprechend mische ich die ein bisschen anders ab. Wir starten mit dem ersten Becher. Ich nehme ein Teil Farbe. Das sollten ungefähr 40 Milliliter Farbe sein. 42 sind es geworden, das ist vollkommen okay. Mein Titaniumweiß mische ich im Verhältnis 1:2:1 mit Puring Medium und Wasser. Ich benutze dieses Puring Medium. Selbstverständlich verlinke ich euch alle meine Materialien, die ich heute verwende, unten in der Infobox. Also Verhältnis 1:2:1 bedeutet ein Teil Farbe, den haben wir bereits im Becher, 2 Teile Puring Medium. Ich habe 40 Milliliter Farbe, dementsprechend werde ich nun 80 Milliliter Puring Medium dazufügen. Das gibt in der Summe 121 Milliliter, die sich nun in meinem Becher befinden. Und für die perfekte Fließfähigkeit werde ich nun noch 40 Milliliter Wasser hinzugeben. Ihr könnt sehen, nun haben wir 161 Milliliter. Jetzt brauchen wir ein Rührstäbchen. Und ich beginne nun alles gut zu verrühren. Nehmt euch hierfür gerne einen Augenblick Zeit. Je schöner eure Farben vermischt sind, umso schöner wird das Endergebnis werden. Okay Leute, nachdem ich nun ungefähr 2 Minuten lang meine Farbe gut eingerührt habe, teste ich immer gerne noch, ob es für mich die perfekte Konsistenz hat. Dazu nehme ich mir immer gerne ein bisschen Farbe auf das Spatel auf und lasse es fließen. Und ihr könnt sehen, meine Lieben, mein Faden reißt nicht ab. Und das, meine Lieben, ist das Zeichen für mich, dass meine Farbe die perfekte Fließfähigkeit hat. Ihr könnt sehen, das sieht wirklich schön aus. Wir haben keine Klümpchen in der Farbe. So soll das sein. Becher Nummer 1 ist fertig zum Verarbeiten. Okay, kommen wir nun zum zweiten Becher. Diesen platziere ich wieder auf meiner Küchenwaage und stelle diese auf 0. Und dann können wir schon loslegen. Da die Weihnachtszeit ansteht, habe ich mich für Kupferbronze entschieden. Das ist ein wunderschöner Ton von Amsterdam. Für meine Farbe nehme ich heute 30 Milliliter Amsterdam Kupfer. Und
Und nun, meine Lieben, kommen wir zum heiligen Gral im Acrylpuring, zum Floetrol. Auch bei meinen Schimmerfarben halte ich mich ans Verhältnis 1:2:1, ein Teil Acrylfarbe, 2 Teile Floetrol und ein Teil Wasser. Okay, 30 Milliliter Farbe haben wir in unserem Becher. Dementsprechend mengen wir nun 60 Milliliter Floetrol hinzu. Das ergibt in der Summe 90 Milliliter und für die perfekte Fließfähigkeit fügen wir noch 30 Milliliter Wasser hinzu. Okay, unser Gemisch ergibt nun in Summe 120 Milliliter. Wir schnappen uns wieder ein Rührstäbchen und ich beginne zu rühren. Okay Leute, vorweg muss ich noch sagen, all diejenigen, die sich erhofft haben, ich sage euch jetzt die Formel, mit der ihr alles machen könnt, die muss ich leider enttäuschen. Jeder Künstler mischt seine Farben ein bisschen anders ab und es bleibt nicht aus, sich ein bisschen auszuprobieren. Jeder hat ein eigenes Empfinden, was sich gut anfühlt beim Arbeiten, welche Konsistenz er einfach bevorzugt. Es gibt Techniken, die brauchen dünnere Farben, es gibt Techniken, die brauchen etwas dickere Farben. Bei meinem Mischverhältnis ist es so, dass ich bei jeder Farbe ein bisschen nachjustieren kann mit Wasser oder Medium, je nachdem, was ich brauche. Und diese sich dann wirklich für so gut wie alle Puring-Techniken gut eignen. Okay, ihr könnt sehen, mit dem Floetrol geht es ein bisschen schneller. Das liegt einfach daran, dass sich Medium und Floetrol ein bisschen anders verhalten. Beides sind Additive zum Verflüssigen eurer Acrylfarbe. Allerdings ist Floetrol schon was ganz Besonderes. Also ich liebe es, damit zu arbeiten. Ich verwende es ständig. Auch hier, meine Lieben, gilt wieder, es gibt nicht das perfekte Puring-Medium oder das perfekte Additiv. Es gibt auch nicht die perfekte Marke für Acrylfarben. Das liegt einfach ein bisschen in eurem eigenen Ermessen. Okay, während ich jetzt gequatscht habe, schauen wir uns mal die Konsistenz von unserem wunderschönen Kupfer an. Und auch hier, meine Lieben, wieder der Stäbchentest. Ihr könnt sehen, ich nehme mir ein bisschen Schimmerfarbe auf das Spatel auf. Unser Faden reißt nicht ab und die Farbe schimmert toll. Ich hoffe, ihr könnt es hier in der Kamera genauso gut sehen wie ich. Das ist auf jeden Fall eine meiner allerliebsten Lieblingsfarben. Und ihr könnt sehen, die Fließfähigkeit ist gegeben. Und für mich zum Arbeiten perfekt. Das war's mit Becher Nummer 2. Okay, die nächste Farbe, die wir abmischen, wird Oxidschwarz sein. Ihr könnt sehen, frischen Becher auf die Waage. Ich stelle die Küchenwaage wieder auf 0. Und ich beginne mit 30 Milliliter Farbe. Wunderbar. Da es sich hier jetzt um eine Basisfarbe handelt, werde ich diese wie vorhin auch mit meinem Puring Medium abmischen. Wir haben 30 Milliliter Farbe, ergo füge ich nun 60 Milliliter Puring Medium hinzu. Macht in Summe 90, meine Lieben. Ich habe leider den Becher von der Waage gehoben. Dementsprechend muss ich nun das Eigengewicht des Bechers dazu rechnen. In unserem Becher befinden sich 30 Milliliter Amsterdam Oxid Schwarz und 60 Milliliter Puring Medium. Was fehlt mir noch? 30 Milliliter Wasser füge ich hinzu. Macht nun in Summe 120 Milliliter und wir beginnen wieder zu rühren. Meine Waage stelle ich so lange beiseite, dann könnt ihr das besser beobachten. Ihr könnt sehen, es dauert selbst bei der schwarzen Farbe nicht lange, bis sich das Puring Medium mit der Farbe vermischt. Das ist sehr gut. Und gerade beim Amsterdam Oxid Schwarz finde ich, ist das Besondere, dass es wirklich tiefschwarz ist. Es ist nicht so, dass ich nicht anderen Marken auch gerne eine Chance gebe. Ich habe schon mit einigen Marken gearbeitet. Allerdings ist es mir bei Schwarz ganz oft passiert,
dass mein Schwarz nach dem Abmischen ein bisschen einen Grauschimmer hatte. Und das mag ich in meinen Bildern nicht so gern. Für mich muss ein Schwarz auch wirklich schwarz sein. Und das Oxidschwarz von Amsterdam enttäuscht mich einfach nie. Und nun, meine Lieben, wieder der Stäbchentest. Ihr könnt sehen, meine Farbe reißt nicht ab. Leider sieht man es mit Schwarz nicht so gut. Aber auch diese Farbe bietet mir die perfekte Fließfähigkeit für meinen Polster. Und zu guter Letzt, meine Lieben, habe ich mich noch für Kaminrot entschieden. Es kommt ja jetzt die Weihnachtszeit. Da brauche ich für meinen Teil zumindest weihnachtliche Acrylfarben vorab gemischt. Ich werde heute 20 Milliliter Farbe verwenden. Diese werde ich mit 40 Milliliter Floetrol vermengen. Macht in der Summe 60, 61 sind es geworden, das ist überhaupt nicht schlimm. Und nun fehlt mir noch 20 Milliliter Wasser. Und es geht wieder ans Rühren, meine Lieben. Wunderbar, wie auch schon bei unserem Kupferbronze geht es mit Floetrol ein bisschen schneller. Es bedarf nicht ganz so viel Rührvermögen wie beim Puring Medium, aber auch hier machen wir noch einmal den Stäbchentest. Ihr könnt sehen, unsere Farbe fließt wunderbar. Unser Faden reißt nicht ab. Und das ist es, was wir wollen, meine Lieben. Und zu guter Letzt noch ein Tipp von mir: Wenn ihr eure gerade abgemischten Farben nicht sofort oder am gleichen, spätestens nächsten Tag verwendet, würde ich euch immer empfehlen, diese abzufüllen. Ich habe hier ganz handelsübliche Plastikflaschen und wie vorhin schon erwähnt, werde ich mein Kupfer und mein Rot erst in den nächsten Tagen verwenden. Dementsprechend fülle ich mir mein Kupfer in diese Flasche. Ihr könnt es sehen, das funktioniert wunderbar. Auch hier noch einmal ganz toll die Fließfähigkeit zu sehen. Unser Faden reißt nicht ab, meine Lieben. Mein Becher ist leer. Und nun kann ich diese ganz einfach luftdicht verschließen. Gerne noch einmal durchschütteln. Und meine Farbe ist startklar für meine zukünftigen Bilder. Das gleiche mache ich nun auch mit Kaminrot. Ihr könnt sehen, ich habe hier schon eine vorbereitete rote Flasche. Meine beiden Produkte sind im gleichen Mischverhältnis angerührt, dementsprechend kann ich sie ganz gedankenlos zusammenführen und auch hier noch einmal die Fließfähigkeit. Wunderbar. Das ist wirklich so eine Faustregel, meine Lieben. Wenn ihr seht, euer Faden reißt nicht ab, dann seid ihr auf einem guten Weg. Auch diese wird wieder luftdicht verschlossen. Einmal gut durchgeschüttelt und sie ist startklar für kommende Acrylbilder. Nun steht euren Kunstwerken nichts mehr im Weg, meine Lieben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu Mischtechniken, zu Selectorator, was ist der Unterschied von Floetrol zu Puring Medium, stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ich habe euch hier noch einmal ein Infovideo von mir verlinkt. Für all diejenigen, die am Start ihrer Puring-Reise sind, ist es garantiert sehr interessant und sehr hilfreich. Für heute, meine Lieben, war es das von mir. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mixen und beim Nachmachen und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Macht's gut, meine Lieben!